Also das, ein Share Trail, Wanderweg, das heißt gemütlich. Hallo miteinander, begrüße euch zu einem neuen Video. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Ich bin da irgendwo Alpnescha. Ich habe es gerade vergessen. Egal, auf jeden Fall bin ich dort unten gestartet. Schauen mal die Aussicht dort, Stausee. Dann bin ich gestartet und jetzt sind wir da 22 Kilometer und 1300 Höhenmeter später da oben. Richtig geil. Da startet der Carbon Trail, ist ein roter Trail, ist auf Trailforks verfügbar wie auf Komoot, habe ich den gesehen und gefunden, ich probiere den mal aus. Ganz gemütlich, ich bin heute allein unterwegs. Das heisst immer wieder ein bisschen vorsichtig fahren und somit einfach ein bisschen Spass haben. Ich bin jetzt alles in Tour raufgefahren mit dem neuen Bike, Scott Petron 900. Und habe jetzt noch knapp, glaube irgendwie 47% Akku. Eigentlich wirklich zufriedenstellend. Genau, das nehme ich euch mit, bleibt auf jeden Fall dabei. Übrigens, wenn ihr das Restaurant kaufen, das da hinten wäre zum Verkaufen, haben auf jeden Fall eine richtig geile Aussicht. Einfach so, für die Interesse haben. Nehmt euch mit, bleibt dabei. Peace. So. Los geht's! Also das, ein Share Trail, Wanderweg, das heisst gemütlich und immer schön mit Rücksicht. Ein großer Stein. Wie gesagt, es ist ein roter Trail, von dem her ist es ein bisschen immer schwierig. Mit einem roten Trail weiß nie, was die wirklich erwartet. Aber ich freue mich jetzt wieder mal da im Tessin zu fahren. Sehr cool. Das wird wieder mal schon mal. Macht fantastischen Eindruck da. Das Tessiner Flow. Ich bin jetzt extra heute Morgen um 8:30 los. Ist ehrlich gesagt schon fast ein bisschen spät gewesen. Es war auch heiß im Uphill. Das ist im Frühling sicher besser. Aber im Sommer ist es ziemlich heiß, obwohl eigentlich ein Großteil vom Uphill im Schatten ist. Und ich habe gesehen, also man kann auch mit dem Postauto shutteln. Wenn sie die mitnehmen, das weiß ich natürlich nicht. Aber das geht grundsätzlich. Es geht los aus da. Nice. Okay. Also da der Carbon Trail ist 8 Kilometer lang und ach, wie heisst jetzt? Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Wo geht's durch? Magadino, genau, der Uphill. Für 10 Kilometer von Magadino selber, vielleicht ein bisschen mehr, 1100 Höhenmeter. Dann sind wir nach oben. Und bis jetzt haben wir mega nice, schöner Wald. Der Trail ist wirklich breit bis jetzt. Sicher nicht gerade ein Trail für Anfänger. Hat auch ein paar Absätze drin. Aber natürlich, wenn es einem nicht stört,
zu laufen oder absteigen und einfach den Trail genießt, zumindest bis jetzt, dann kann man das natürlich auch als Anfänger geniessen. Vielleicht wird es noch anders, ich revidiere meine Meinung, aber bis jetzt, ja, kann man alles laufen, wenn man nicht fahren will. Schauen, die Linie, das ist ein bisschen schwierig mit dem Laub, der drin ist. Schön. Langsamer. Okay. Schön. Sehr nice. Aber ich muss noch Pause machen. Schön langsam. Oh. Verkackt. Wer sein Bike liebt, der schiebt. Also, dort müssen wir 10 Meter das Velo aufschieben. Fahren nicht möglich. Nicht so schlimm. Für mich, von der Fini. Aber einfach, dass ihr es wisst, dass wenn ihr das nicht wollt auf einem Trail, ist es nicht richtig. Nach dem kleinen Stück, das wir müssen laufen oder schieben, ist es jetzt da sicher noch mal 40 km, 50 km raufgegangen. Beziehungsweise es geht gerade immer noch rauf. Aber es ist laut Trailfox immer noch der Trail und es steht auch, dass der Trail selber etwa 100 Höhenmeter drin hat. Also von dem her gehört das ein bisschen dazu, wenn man den Trail fahren will. Ja. Schön. Der Trail ist geil. Oh, richtig Bock. Oh, look. Hallo. Grazie. Okay, wieder mal auf die Karte schauen.
Weiter geht's. Links ist der Rumpf. Da durch, hätte ich gesagt. Schon wieder ein Verzweig, machen wir nicht fertig. Oh. Gut gemacht, hat recht viel Flow. Natürlich hat er zwischen den loses Zeug, aber sehr wenig. Im Verhältnis zu anderen Tessiner Trails, wo ich gefahren bin. Das ist ein super Glück. Und jetzt Bunny Hop, 2 Meter. Sehr nice. Canyon Style. Ist das noch ein Weg? Shit. Das ist abgeladen. Das wäre riesig fahrbar gewesen. Das Vorderrad ist hängen geblieben. So, also der Carbon Trail ist einfach nur geil. Setzt aber natürlich voraus, dass einem nichts ausmacht und man das Velo muss schieben, aufwärts über irgendwelche Steine. Und in der Mitte geht es doch fast 80 Höhenmeter nochmal rauf. Trailmäßig und ist natürlich auch nicht jedem gegeben. Sonst finde ich mega geil, abwechslungsreich. Ich finde 90% vom Trail ist gut fahrbar, einfach nicht gerade für Anfänger. Für Anfänger würde ich so definitiv nicht empfehlen, weil ich gehe einfach davon aus, dass es schlussendlich keinen Spaß macht. Wenn man auf 8 Kilometer immer wieder absteigen muss, das Velo tragen, schieben, ich glaube, das schießt einem irgendwann an. Auch wenn es eigentlich extrem schöne, flowige Sektionen drin hat, ja, muss jeder für sich selber wissen. Das ist meine Empfehlung. Aber für jeden, der gerne ein bisschen ruppelige Trails hat, perfekt. Immer wieder Flow. Im unteren Teil einige Switchbacks. Auch das muss man wissen.
finde es aber cool. Ich habe gerade die Abwechslung, die Mischung habe ich extrem cool gefunden. Ja, der untere grüne Teil, den habe ich gar nicht mitgefügt. Hallo miteinander. Ich habe keine Ahnung, wie Leute jetzt geschaut hat, mit der Kamera nicht. Also wie gesagt, am unteren Teil, der grüne Trail, habe ich gar nicht mitgefügt. Der war nicht wirklich grün, meiner Meinung nach. Du hast nicht schnell können fahren, weil dort hat es viel Fußgänger. Ja, aber sonst hoffe ich euch jetzt gefallen. Die ganze Tour findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr bis jetzt dabei gewesen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir fliegen. Tschüss.